Grundversorgung mit hochwertigem Körnerfutter. Welche Sorten sind besonders wichtig? Körnerfutter ist die Basis der Wellensittichernährung und steht bei allen Vögeln in Heimtierhaltung täglich auf dem Speiseplan. Eins vorweg, es sollte nicht das einzige sein, was die Vögel fressen. Ebenso wie beim Menschen gehört zu einer ausgewogenen Ernährung auch Obst und Gemüse, um genügend Vitamine aufzunehmen. Vögel brauchen sowohl Makronährstoffe wie Kohlenhydrate, Fette und Proteine, die sie aus der Körnermischung zu sich nehmen, als auch Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe, die sie aus Zusatzfutter wie Frischkost, Grittsteinen und dem Muschelgritt aufnehmen. Keimfutter kann eine wichtige Proteinquelle sein. Pflanzen der Golliwog können eine zusätzliche Quelle neben Frischkost für Vitamin A sein. Doch welches Körnerfutter sollte ich den Vögeln geben? Glücklicherweise ist die Zeit von Trill und den Futtermischungen mit grünen Perlen, die so stark nach Eukalyptus riechen, vorbei. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Nur weil die Wellensittiche aus Australien kommen, heißt es doch nicht, dass sie wie Koalas gern Eukalyptus fressen. Naja, es gibt mittlerweile eine Fülle an Anbietern und bei dem Online-Shop Körnerbude kann man sich sogar seine eigene Futtermischung zusammenstellen. Doch was sollte unbedingt als Basis in jeder Körnermischung vorhanden sein? Hauptnahrungsquelle der australischen Wellensittiche sind Grassamen wie Knaulgras. Sie sind auch Bestandteil der meisten Körnermischungen. Am liebsten fressen die Wellensittiche proteinreiche Kanariensaat und die kleinen Hirsekörnchen. Diese 3 Sorten sollten in jeder Grundmischung vorhanden sein. Ich nutze eine Mischung von Ricos Futterkiste mit 26 verschiedenen Saaten. Darunter sind verschiedene Hirsesorten, zum Teil schon entspelzt, Haferkerne, Niggersaat, Landsaat, Hanfsaat, Leinsaat, Kadisaat, Sesam, Buchweizen und noch viele andere. Bei den gekauften Mischungen solltet ihr darauf achten, dass das Futter nicht muffig riecht und frisch aussieht, also keine Beläge oder Ähnliches zu sehen sind. Die Futtertüten von Ricos Futterkiste sind luftdicht verpackt und ich hatte bisher keine Probleme. Schon seit mehreren Jahren bestelle ich mein Wellensittichfutter dort und ich hatte bisher nur einmal ein kleines Steinchen in der Mischung. Andere schwören auf die Körnerbude. Natürlich könnt ihr auch im Zoofachhandel regelmäßig das Futter kaufen. Auch dort sind die Verpackungen luftdicht verschlossen. Achtet aber darauf, dass ihr das Vogelfutter nach dem Kauf richtig lagert. Um Futtermotten keine Chance zu bieten, solltet ihr die Körnermischung möglichst luftdicht und dunkel lagern. Ich nutze dafür eine Dose aus Stahl mit Deckel. Ihr könnt aber auch Tupperware verwenden. Große Säcke würde ich euch nicht empfehlen. Da könnt ihr schlechter sehen, ob sich Ungeziefer eingeschlichen hat, und die Säcke könnten reißen. Lieber kleine, übersichtliche Portionen abpacken. Dann müsst ihr bei Ungezieferbefall auch nicht leicht das ganze Futter entsorgen. Es gibt viele verschiedene Hirsearten. Die bekannteste ist sicherlich die Kolbenhirse, die es klassisch in Gelb und Rot gibt, wobei meine Wellensittiche die rote Hirse bevorzugen. Dann gibt es noch die Japanhirse, die auch im Wellensittichfutter von Ricos Futterkiste Verwendung findet und sicherlich auch in anderen Körnermischungen. Rispenhirse wird von einigen meiner Wellensittiche auch gerne gefressen. Sie ist dünner als die Kolbenhirse und hat weniger Körnchen. Hühnerhirse wächst sogar bei mir im Garten und ist ähnlich dünn wie Rispenhirse. Scheint den Wellensittichen aber genauso zu schmecken. Ein nicht mehr ganz so geheimer Tipp ist halbreife Hirse. Bei dem Online-Shop Hirseparadies, ein Tipp von einer anderen Wellensittichhalterin, können diese und andere Hirsearten frisch geerntet gekauft werden. Ich kaufe meistens eine große Kiste als Vorrat für ein Jahr und friere die Hirse dann portionsweise ein. Die weiche, etwas grünliche Hirse wird von meinen Wellensittichen sehr gern gefressen. Allerdings solltet ihr die relativ eiweißreiche Hirse nicht jeden Tag anbieten. Sie bietet sich als Leckerli und Belohnung an, da die Wellensittiche fast alles für die leckere Kolbenhirse tun. Auch für kranke Vögel, die nicht mehr so gut fressen können oder das Futter nicht gut verwerten können, ist es eine gute Alternative, wenn sie die Körnchen nicht mehr entspelzen können. Füttert ihr zu viel, können die kleinen Vögel aber zu kleinen Tonnen werden. Deswegen ist es besonders gut für kranke Wellensittiche oder Wellensittiche, die sich von einer Krankheit langsam wieder erholen, sich praktisch wieder Gewicht anfressen. Dafür lassen sich Angsthasen mit Kolbenhirse auf neues Spielzeug oder den neuen Freisitz und mit etwas Geduld sogar auf die Hand und den Finger locken.
Keim- und Quellfutter lässt sich einfach aus den Saaten der Körnermischung herstellen. Dafür einfach die Saaten in einem Edelstahlsieb mit Wasser ausspülen und für eine Nacht oder mehrere Tage keimen lassen. Das ist auch eine gute Probe dafür, ob das Futter frisch und gut ist. Sehr altes Futter oder schlechtes Futter keimt nicht oder nur sehr langsam. Der Unterschied ist, dass Quellfutter nur für ein paar Stunden in Wasser aufquellt. Keimfutter wird hingegen für ein oder mehrere Tage zum Weiterkeimen an einen trockenen Ort gestellt. Ich lasse das Keimfutter meist im Bad weiterkeimen, aber es bietet sich auch die Küche an. Dabei das Futter täglich mit Wasser spülen und darauf achten, dass die Sprossen nicht anfangen zu schimmeln. Je nach Vorliebe der Wellis können die Sprossen mit ihren starken Verästelungen gereicht werden oder nur das mäßig gekeimte Futter. Keimfutter ist reich an Vitaminen und bildet damit eine optimale Erweiterung des Nahrungsangebots. Keimfutter lässt sich auch von kranken und geschwächten Vögeln leichter fressen, da die Körner nicht entspäzt werden müssen. Besonders Wellensittiche mit Magen-Darm-Erkrankungen wie der Kropfentzündung wissen das weiche Keimfutter zu schätzen. Sobald das Futter einen unangenehmen Geruch verbreitet oder Schimmel sichtbar ist, solltet ihr es an die Vögel nicht mehr verfüttern. Fertiges Keimfutter ist 2 bis 3 Tage im Kühlschrank haltbar, aber ich stelle immer nur eine kleine Menge frisch her und verfüttere sie dann sofort. In der Regel fressen die Vögel das Futter innerhalb weniger Stunden komplett auf. Bei der Herstellung und den Näpfen müsst ihr penibel auf die Hygiene achten und alles immer mit heißem Wasser abspülen, denn es können sehr schnell Keime und Schimmel entstehen. Lehm als Ergänzung zu Frischkost und Vogelfutter. Heilerde oder Lehm kann eine gute Ergänzung zu Futterpflanzen wie dem Golliwock und Frischkost sein, denn Lehm bindet Giftstoffe und trägt zur Darmsanierung bei. So lecken bestimmte Papageienarten an Lehmwänden, um ihren Körper zu entgiften. Diese Lehmlecken werden gezielt angeflogen. Für Wellensittiche lässt sich dieses natürliche Verhalten auch nutzen, um neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. So lassen sich Kokosnussschalen mit einem Lehmdeckel ausstatten. Entweder befindet sich im Inneren dann ein Spielzeug oder noch besser ein kleines Stück Kolbenhirse. Oder die Kokosnuss wird leicht zur Lehmlecke umfunktioniert und im Lehm befindet sich eine kleine Menge des Vogelfutters. Dafür müsst ihr einfach nur Lehm und Wasser anrühren und in das Gemisch etwas Körnerfutter rühren. Dann das Ganze entweder in eine Kokosnussschale füllen oder eine Lehmwand erstellen. Bestreicht dafür eine Holzplatte, die ihr vorher mit Draht umrandet habt, mit der Lehm-Körner-Mischung. Im Sommer kann das dann mehrere Stunden oder einen Tag an der Luft trocknen. Oder ihr steckt das Ganze einfach in den Backofen. Ihr könnt auch gleich Futterkugeln aus Lehm herstellen. Ihr braucht dafür 40% Lehmpulver und 60% Körnermischung. Gebt Wasser hinzu und formt aus der klebrigen Masse mittelgroße Kugeln. Zum Aufhängen könnt ihr Kordel oder ein Lederband mit einarbeiten. Ihr könnt auch weitere Bestandteile ergänzen, wie Muschelgritt, Kalk oder getrocknetes Obst und Nüsse. Je nachdem, was eure Wellis gerne fressen. Fein zermahlene Tonerde, die Heilerde, kann ebenso verwendet werden. Die Kieselsäure und andere Mineralstoffe haben ebenfalls eine positive Wirkung auf den Stoffwechsel der Vögel. Ihr könnt auch Gritsteine, die etwas bröselig sind, mit einer Lehmschicht versehen. Eine Seite sollte dabei aber ohne Anstrich bleiben, damit die Wellensittiche noch an dem Grit knabbern können, denn der ist auch wichtig für ihre Verdauung. Ein Bad in Tonerde oder Lehm kann übrigens Bademuffeln bei der Gefiederpflege helfen, denn das Staubbad entzieht den lästigen Parasiten Feuchtigkeit. Ihr könnt in einer kleinen Keramikschale einfach etwas Tonerde oder feuchte Lehmschlemme anbieten. Die Wellensittiche können dann mit ihren Füßen durch den feuchten Lehm laufen oder gleich das ganze Gefieder daran reiben. Wie erkenne ich Vorratsschädlinge im Vogelfutter? Fäden oder kleine Kothäufchen im Vogelfutter weisen meist auf einen Befall mit Mehlmotten hin. Falter sind die bekanntesten unter den Vorratsschädlingen und können sich auch in eurer Küche im Vorratsschrank ausbreiten. Offen gelagertes Vogelfutter ist anfälliger für Futterschädlinge wie Motten und Milben. Bestellt daher keine großen Mengen, sondern nur einen kleinen Vorrat, der für 4 Wochen, also einen Monat, reicht. Auch solltet ihr große Mengen des Vogelfutters nicht offen stehen lassen. Und noch ein Hinweis zu Reddit.
Als ich nach Fotos für dieses Video online gesucht habe, weil ich hatte zum Glück noch keinen Fall, weder beim Vogelfutter noch in meinem Küchenschrank, fand ich dieses Bild mit einem deutlichen Mottenbefall. Ich hoffe, die meisten von euch werden einen so starken Mottenbefall nicht kennen. Schlimmer als das eklige Bild war jedoch der eine Tipp eines Reddit-Users, der behauptete, man könne das Vogelfutter trotzdem an die Voliere-Vögel verfüttern. Weil Vögel ja Motten fressen. Okay, es gibt sicherlich Wildvögel, die Futterschädlinge wie Motten und ihre Larven fressen. Aber erstens kann man das nicht einfach so verallgemeinern, denn Wellensittiche sind zum Beispiel Körnerfresser und weder Mehlmotten noch deren Larven fressen. Und zweitens hinterlassen Motten und ihre Larven auch ihren Kot im Vogelfutter und sorgen damit schon allein für Hygieneprobleme und gesundheitliche Bedenken. Also schmeißt befallenes Vogelfutter bitte immer komplett weg. Das Einzige, was vielleicht helfen könnte, wäre das Vogelfutter einzufrieren, denn Kälte tötet die Motten und ihre Larven. Allerdings werden die Futterschädlinge schon am Körnerfutter genascht haben. Das heißt dann, die Körnchen sind sowieso für die Vögel nicht mehr verwertbar und bieten keine Nährstoffquelle mehr. Noch ein Nachtrag zu Reddit. Ich hoffe, ihr nutzt das Forum nicht als Informationsquelle, denn was ich bedenklich finde, ist, dass mir der Eintrag sofort auf Deutsch übersetzt angezeigt wurde. Und ich natürlich davon ausgegangen bin, ein deutscher User habe diese Informationen geteilt. Erst bei näherem Hinsehen erkannte ich den Button Original anzeigen. Und siehe da, die Quelle stammt aus den USA, dem Fake News Land schlechthin. Also verlasst euch nicht auf irgendwelche obskuren Infos aus dem Netz. Prüft bitte alles noch einmal nach. Selbst die Infos auf diesem Kanal, denn ich kann mich auch sehr gut einmal irren oder mich vielleicht auch irreführend ausdrücken. Aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Erkennen könnt ihr Raupen der Motten an verklumptem Vogelfutter und Spinnweben. Manchmal sieht man auch kleine Kotbällchen der Mottenraupen. Wer bei frisch abgepacktem Vogelfutter auf Nummer sicher gehen will, verpackt das Futter luftdicht in Tupperware. Frische Kolbenhirse wie die halbreifen Hirsesorten vom Hirseparadies friere ich portionsweise in Gefrierbeuteln ein und taue eine Portion bei Bedarf auf. Auf keinen Fall solltet ihr das Vogelfutter in großen Mengen in Plastikbeuteln oder Säcken lagern, denn dort können sich unbemerkt Schädlinge vermehren. Ich bestelle einmal im Monat 5 Pakete frisch. Da ich es online bestelle, lasse ich es eingepackt bis auf 1, 2 500 Gramm Packungen. Die fülle ich in eine Metalldose mit Deckel. Mit der Futterschaufel lässt sich das Körnerfutter dann einfach dosieren. Auch Kolbenhirse solltet ihr nicht besonders lange aufbewahren. Kauft lieber kleine Mengen, die ihr schnell verbrauchen könnt. Es hängt natürlich auch davon ab, wie viele Vögel ihr habt. Ich mit meinem großen Schwarm von 10 Vögeln verbrauche natürlich mehr, als wenn ihr nur ein Pärchen habt. Häufig gelangen Futterschädlinge durch neues Futter in den Vorratsschrank. Das Futter aus dem Handel ist meist vakuumverpackt. Abraten würde ich von lose angebotenem Futter, denn wir wissen nicht, wie oft das Körnerfutter in diesen offenen Boxen gewechselt wird. Dort können sich dann Futterschädlinge oder deren Eier und Larven einnisten.